Ich möchte heute Abend über Wahrnehmung und Wirklichkeit sprechen. Es wird ein Versuch sein, mittels eines klassischen buddhistischen Modells darzulegen, was die Mittel und das Ziel unserer Praxis hier sein könnten. Wenn wir in der Meditation sorgfältig erforschen, was und wer wir selber und unsere Welt wirklich ist und welches unsere Informationen sind, unser Rohmaterial, die uns über die Existenz des Daseins informieren, können wir interessante Überraschungen erleben. Je näher wir nämlich hinschauen, desto klarer wird, dass unsere Wahrnehmung, die Wahrnehmung von uns selber und von der Welt, nichts anderes ist als eine rasend schnelle Folge von Wahrnehmungsmomenten. Eine Folge von Wahrnehmungen, aus denen wir flugs eine scheinbar statische, feste, scheinbar voraussagbare und kontrollierbare Welt mit all ihren Lebewesen schaffen. Das, was wir gemeinhin Erfahrung nennen, entsteht in Abhängigkeit von einer Anzahl von Ursachen und Bedingungen, die in bestimmter Weise zusammenkommen, in Kontakt kommen. Im Moment dieses Kontakts entsteht eine einzigartige, kurzlebige, momentane Erfahrung. Das Ganze wiederholt sich fortlaufend in schneller Folge und vermittelt so den Eindruck einer soliden Welt. Eigentlich ganz ähnlich, wie wir im Kino durch die Abfolge von, ich glaube, 22 Bildern pro Sekunde und einer bestimmten Folge von Klängen und Stimmen und Geräuschen eine täuschend echte Wirklichkeit erfahren, die uns zum Lachen und zum Weinen bringen kann und die vielfältigsten Geisteszustände und Gefühle hervorzurufen vermag. Das ist eigentlich erstaunlich. Die hauptsächlichsten Elemente, welche für uns Erfahrung bewirken, sind 18 Aspekte der Wahrnehmung. Durch 6 Arten von Sinnesorganen nehmen wir 6 Arten von Objekten wahr und dadurch entstehen 6 Arten von Bewusstsein. Mit dem Auge nehmen wir Farben, Formen, Licht und Dunkel wahr. Mit dem Ohr Geräusche, Stimme, Klang, Lärm. Mit der Nase nehmen wir Gerüche wahr, mit der Zunge verschiedenste Arten von Geschmack. Mit dem Körper nehmen wir Empfindungen von Druck, Spannung, Bewegung, Vibration, Wärme, Kälte, Schmerz, Lust und anderem mehr wahr. Und mit dem Geist, dem Herz, nehmen wir Gedanken und Gefühle wahr. In der buddhistischen Lehre werden die Prozesse der Wahrnehmung von Gedanken und Gefühlen gleich wie die der anderen 5 Sinne gesehen und auch gewertet. Die Objekte hier, also Gedanken und Gefühle, sind einfach innen. Und so läuft der ganze Prozess innen ab. Ist aber sonst dem der anderen Sinneswahrnehmungen sehr ähnlich. Und für Geist, Herz gibt es übrigens in der Sprache, die Buddha gesprochen haben soll, nur ein Wort, also nicht Geist. Und was wir vielleicht dann noch mit Herz bezeichnen können, ist ein Wort, Chitta. Es ist vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch interessant zu wissen, dass die Wissenschaft, ich weiß nicht sicher, ob es die Biologen sind oder die Zoologen oder wer, zum Schluss gekommen sind, dass Gedanken im Menschen eigentlich nichts anderes sind als hochdifferenzierte Gefühle, wahnsinnig raffinierte Gefühle. Oder anders gesagt, Gefühle sind der Rohstoff von Gedanken, wenn man es evolutionär betrachtet. Und ich denke, in der Meditation können wir zumindest sehen, wie eng diese beiden Aspekte unseres Innenlebens verwoben und voneinander abhängig sind. Nochmal die 6 Erfahrungsprozesse. Wenn das Auge offen ist, Raum da ist, Licht und wir aufmerksam sind, also nicht abgelenkt oder schlafend, und ein Objekt im Sichtfeld ist, entsteht Kontakt und damit sogleich Sehbewusstsein.
diese Erfahrung. Vielleicht eine Blume, da ist der Raum, da ist Licht, da ist das Auge, die Aufmerksamkeit ist dort. Es entsteht Kontakt und in dem Moment wird die Blume gesehen, erfahren. Wir wissen, das ist eine Blume. Ohr, Raum, Aufmerksamkeit und das Objekt, in dem Fall das Geräusch. Kontakt entsteht und Hören, Erfahrung von Klang ist unvermeidbar. So, wenn ihr mal versuchen wollt, das nicht zu hören. Alles aufgereiht. Hören, Hörbewusstsein, Hörerfahrung findet statt. Ein brennendes Räucherstäbchen, Nase, die Aufmerksamkeit da, Kontakt. Riechbewusstsein entsteht. Ein Apfel, den wir beißen, die Zunge, die Aufmerksamkeit ist da, Kontakt. Und Geschmack wird erfahren. Geist, Herz sind da, aufmerksam, ein Gefühl, ein Gedanke steigt auf, Kontakt findet statt und Denken, Gedanken oder Gefühle werden erfahren. Wenn diese 6 Organe und die 6 Objekte in Kontakt treten, entstehen die 6 Arten von Bewusstsein. Es gibt 18 Aspekte. Ganz ähnlich wie die 5 Skandhas, für die dieses Modell kennen, die 5 Aggregate von Körper, von Erfahrenstönung, von Unterscheidung, von Bildekräften und von Bewusstsein, genauso wie die auch eine vollständige Beschreibung unserer Selbst und unserer Welt sind auch diese 18 Wahrnehmungsaspekte eine Beschreibung von uns und von unserer Welt. Und dabei ist nichts ausgelassen. Es tönt ein bisschen trocken, aber ihr könnt denken, solange ihr wollt, es gibt keinen Aspekt von uns oder unserer Erfahrung, die nicht in diesen 6 Prozessen mit eingeschlossen sind. Es gibt eine Geschichte, die geschah zur Zeit Buddhas. Da war ein großer Yogi, der wusste, dass er nur noch ein paar Stunden zu leben hatte. Und er war sehr weit quer durch Indien gewandert, um den Buddha zu begegnen, weil er wusste, dass er sehr verwirklicht war, aber irgendein Stück fehlte ihm noch zur vollständigen Befreiung. Und er traf auf Buddha, als dieser unterwegs war zum Betteln, eine Situation, in der er normalerweise keine Belehrungen gab. Und der Mann wusste aber, dass er nur noch ganz kurz zu leben hatte und hat gesagt, bitte gib mir die Unterweisungen, gib mir die Lehre, so kurz wie du kannst, jetzt. Das heißt auch, dass er eine Stunde oder so später von einer Kuh oder von einem Kalb angegriffen wurde und gleich dort starb. Buddhas Antwort zu dieser Frage wurde zu einer seiner bekanntesten und prägnantesten Aussagen oder Zusammenfassungen dessen, was er eigentlich lehrte. Er sagte, im Sehen ist nur das Gesehene, im Hören ist nur das, was gehört wird. Und im Riechen, Schmecken, Fühlen, Denken ist nur, was gerochen, geschmeckt, gefühlt und gedacht wird. Das ist alles. Beschreibung des ganzen Universums. Und wenn wir nicht Gedanken und Gefühlen darüber Lauf lassen, sondern wirklich hinschauen, noch sorgfältiger in der Meditation, werden wir immer wieder, Moment zu Moment, genau das entdecken und erfahren und sehen. In dieser Beschreibung ist nichts ausgelassen. Auch kein Ich, kein Jemand, der dahinter wäre, kein Selbst, keine Freiheit, dem dieser ganze Prozess gehört. Was wir sind, ist ein komplexer, dynamischer und rasend schnell ablaufendes Muster aus diesen 18 Elementen und niemand Zusätzliches, der sie hat oder der sie ist. Das ist, was wir sind. Dieser dynamische Prozess im Falle eines Menschen nennt sich selber dann Ich, ganz korrekt, Fred oder Heike oder Hans. Diese Benennung ist ein hilfreicher Begriff, ein hilfreicher Name,
um auf etwas Bestimmtes, auf einen bestimmten Prozess hinzuweisen. Das ist eine Bezeichnung, ein Symbol, hilfreich und praktisch. In ganz gleicher Art und Weise brauchen wir zum Beispiel Begriffe oder Namen wie Baum oder Tree oder Ach, je nach Sprache, um ein dynamisches, lebendiges Konglomerat zu bezeichnen aus grünen Tupfen, aus verschiedenen braunen Röhren von verschiedener Dicke und Form, einem rauschenden Geräusch und einer bestimmten Struktur, wenn man es berührt. Es ist praktisch, solche Namen zu haben, um nicht jedes Mal ein Exemplar vorzeigen zu müssen, wenn man über einen Baum oder über eine Heike oder über einen Fred sprechen möchte oder etwas mitteilen möchte. Hilfreich, praktisch, ja? Okay, soweit so gut. Es gibt nun da ein Problem. Während wir lernen, all diese Namen, Bezeichnungen und Begriffe zu gebrauchen, um über dieses dynamische Sein zu denken, zu reden, zu schreiben, zu kommunizieren, vergessen wir oder merken wir überhaupt gar nicht, dass die Bezeichnungen, diese Begriffe an sich statisch sind fix, unveränderlich. Die Vorstellung, der Begriff Baum ist immer Baum, ob blühend im Frühling oder grün im Sommer oder bunt im Herbst oder kahl im Winter. Es ist einfach Baum. Und natürlich gibt es andere Begriffe und Worte, um Baum näher zu beschreiben. Blühend, bunt, kahl. Aber auch diese Begriffe sind wiederum statisch. Bunt bleibt bunt. Sei es nun gelb-rot, braun, grün oder was immer. Baum, der Begriff Baum wächst nicht, ist nicht gesund oder krank oder alt, sondern einfach Baum. Auch mit ich und du, mit Heike oder Edith ist das so. Wenn ich eine bestimmte ovale Form sehe, mit einer bestimmten Anordnung von zwei glasartigen Öffnungen, eine Art Erker in der Mitte und eine Öffnung in der unteren Hälfte. Und je nach Anordnung denke ich sogleich, Hans, hallo. Und mit dem Begriff, mit diesem Namen wird auch gleich alles abgerufen, was ich an Info über Hans habe. Es ist eine Person, ein Mann, der so und so ist, der oft oder immer das tut, nie jenes tut oder nie jenes fertig bringt, der nett ist oder der unsympathisch ist. Es ist eine ziemlich statische Sache, die aus meinen Schubladen rauskommt. Auch etwas eng und begrenzt. Und nicht in realistischer Weise der dynamischen, veränderlichen und vergänglichen Wirklichkeit von Hans entsprechend. Und wir tun dies überall. Ich könnte endlose Beispiele aufzählen. Wir tun es zum Beispiel auch mit unserem Körper und sind dann immer wieder ein bisschen schockiert vor dem Spiegel, wenn die Wirklichkeit etwas Unerwartetes oder etwas Unerwünschtes produziert hat mittlerweile. Kurz, durch unsere praktische, aber ungenaue, indirekte, gedachte Wahrnehmung schaffen wir es aus einem bewegten Fluss der Wahrnehmung, aus einem lebendigen Prozess der Wahrnehmung, eine scheinbar statische und solide Welt zu schaffen. Die Folgen, denke ich, sind offensichtlich. Nicht nur ist es äußerst problematisch, als statisch, solid und fix zu sehen, was eine veränderliche, vergängliche Wirklichkeit ist. Schlimmer noch, wir erwarten vom Leben, von unserem Körper, von unserem Geist, unseren Gefühlen, von anderen, von der Welt, dass sie sich meiner getäuschten Wahrnehmung und meinen unrealistischen Vorstellungen und Erwartungen entsprechend verhalten. Und jedes Mal, wenn sie dies nicht tun, entsteht Leiden.
Ein klein bisschen Leiden, unbedeutend, nicht sehr auffällig. Etwas mehr Leiden, schon ein bisschen unangenehm. Oder dramatisch viel Leiden. Die ganze Skala von innerem Leiden. Nicht von körperlichen Schwierigkeiten und Schmerzen, aber von innerem Leiden entsteht. Je nachdem, wie groß die Diskrepanz ist zwischen dem, was wir wahrnehmen und erwarten, und dem, was das Leben wirklich ist und produziert für uns. Genauer gesagt, wenn wir Verlangen haben nach etwas und es wird nicht, was wir wünschen, leiden wir. Wir erwarten schönes Wetter und es regnet. Wir freuen uns aufs Skilaufen und es kommt kein Schnee, gibt es oft bei uns in den Bergen. Wir freuen uns auf den Freund und der sagt ab, anderes los. Oder wenn wir an Angenehmem festhalten und haften und es vergeht, was es früher oder später immer tut, dann leiden wir. Endlich wird meine Meditation etwas stiller und angenehmer und da kommt der Bauer mit dem irrsinnig lärmigen Mähdrescher. Es geschieht hier nicht so viel zum Glück. Bei uns in der Schweiz, wenn ihr Mähdrescher hören wollt. Oder wie sagt ihr denn, Jauche? Ja, Jauche, kommt auch. Wir sind in einer Beziehung, die uns sehr wichtig ist und die Partnerin verlässt uns. Das ist leidvoll. Oder wenn wir mit Angst und Sorge etwas befürchten und es geschieht wirklich, das ist Leiden. Das Befürchten an sich ist schon leidvoll. Und vielleicht befürchten wir bei der nächsten Betriebsrationalisierung die Stelle zu verlieren und genau das geschieht dann auch. Das ist leidvoll. Oder wenn wir etwas hassen und es loswerden möchten, aber es dauert an, es bleibt, dann leiden wir. Haben vielleicht einen unangenehmen oder vielleicht unfähigen Mitarbeiter und der bleibt und bleibt und bleibt. Die Liste kann endlos fortgesetzt werden, von kleinen Alltagssituationen bis zu dramatischen Lebenssituationen. Immer dort, immer so entstehen Täuschung, Trauer, Einsamkeit, Gefühle der Ohnmacht, Ärger, Sorge, Angst. Wir leiden. Diese Art von innerem Leiden entsteht aus unserer unrealistischen Beziehung zum Leben, zu den Dingen, zu den Menschen, zu uns selber. Das kann im ganz Kleinen sein. Ich möchte ganz still sitzen jetzt und jetzt juckt's mich im Gesicht und das ist nicht okay. Und es kann im ganz Großen sein. Ich möchte noch so gerne leben und jetzt muss ich sterben. Und die ganze Skala dazwischen. Was kann man da tun? Was gibt es für Therapien oder Heilmittel oder Wege? Das Übliche ist, dass wir versuchen, die Umstände, die Situation, die anderen oder sogar sich selber, seinen Körper, seine Gefühle unter Kontrolle zu bringen. Und das versuchen wir auch so weit, wie wir können, sogar im Stillsitzen und im Auf- und Abgehen. Irgendwie innerlich versuchen wir es doch noch hinzukriegen. Wir suchen nach Macht. Wie Ashley Brilliant es sagt, alter Spruch. Alles, was ich brauche, ist ein gutes Wort, ein warmes Bett und unbeschränkte Macht. Die Menschheit hat die Gewässer, die Elektrizität, die Atome, ja selbst die Gene unter ihre Kontrolle gebracht. Macht uns das wirklich glücklicher? Sicher gibt es ein paar, sogar große zum Teil, große Vorteile, die wir nicht missen möchten. Aber glücklich, erfüllt, in Frieden, tatsächlich in Frieden mit sich und dem Universum? Wohl kaum. Wenn wir also das Universum nicht dazu bringen können, nach unserer Pfeife zu tanzen, werden wir wohl lernen müssen, umgekehrt, im Rhythmus des Universums, des Lebens zu tanzen. Und genau da setzt unsere Praxis hier an. Und um mit schwingen oder tanzen zu können, müssen wir die Musik überhaupt zuerst einmal hören. Wir müssen dem Dasein, unserem Körper, unserem Geist, unserem Herzen, all den Prozessen des Lebens zuhören, lauschen. Und genau
das ist die Funktion der Achtsamkeit, des Gewahrseins, dieses unmittelbaren Gegenwärtigseins. Statt unseren Geist mit unrealistischen Vorstellungen, Ideen, Begriffen, Vorurteilen und Erwartungen zu füllen, mit denen wir dann dem Leben, uns selber und anderen begegnen, halten wir inne und lernen, dem Sein der Erfahrung eines jeden Moments so direkt und so unmittelbar und so nackt wie möglich zu begegnen, in Kontakt damit zu kommen. Das ist unsere Übung hier. Und darum kann es nicht eine Frage sein des Tuns und des Machens, sondern es ist eine Frage des sich Öffnens, des Interesses. Darum kann es keine Frage sein des Hinkriegens und Erreichens, sondern eine Frage des Erforschens und Lauschens. Und darum werden wir nicht durch mehr clevere Worte und Gedanken zum Verstehen kommen, sondern durch innere Stille und durch Wachheit. Was ist es vor allem, das Achtsamkeit, das Gewahrsein erforscht? Und was ist es, das wir durch sie lernen? Eine ganze Anzahl von Dingen. Wir lernen zum Beispiel wieder vermehrt im Körper zu sein, sich in uns selber wieder zu Hause zu fühlen. Und für manche von uns ist das bereits eine große Errungenschaft, eine heilende Praxis. Wir lernen innezuhalten, um im wahrsten Sinne des Wortes wieder zu Sinnen zu kommen. Zum Hören, zum Sehen, zum Riechen, zum Schmecken, zum Spüren. Auch das ist ein bedeutendes sich wiederfinden in einer so hektischen Zeit wie der, in der wir leben heute. Wir lernen mit unseren Gefühlen und Emotionen direkt und unmittelbar in Kontakt zu kommen. Nicht uns endlos darin zu wälzen und zu verlieren und auch nicht sie aus sicherer, meditierender Distanz zu betrachten oder sie gar zu vermeiden, zu verdrängen oder irgendwie raffiniert unter Kontrolle zu bringen. Wir lernen vielmehr wach, klar und liebevoll auch abgespaltene oder übermächtige oder uns beängstigende emotionale Anteile unseres Selbst wieder zu integrieren. Und letztlich lernen wir unsere Gedanken, Ideen, Vorstellungen, Ansichten, Meinungen als das zu sehen, was sie sind. Eben Gedanken, Vorstellungen und Bilder, die manchmal fast pausenlos in unserem Geist erscheinen und verschwinden, ohne in ihrer Wirklichkeit je hinterfragt zu werden. Was ich denke, so ist es. Durch diese Art des Gewahrseins und Erkennens schaffen wir einen großen inneren Freiraum. Wir schaffen einen Raum, der uns erlaubt zu wählen, welche Gedanken wir ernst nehmen wollen, welche wir in uns unterstützen, fördern, stärken, weiterführen möchten und auch vor allem, mit welchen wir das nicht tun möchten, welche wir loslassen wollen, welche wir nicht stärken möchten, mit welchen wir nicht identifiziert sein möchten. Und anstatt die arglosen Opfer unserer eigenen Konditionierung zu bleiben, wachen wir auf und begegnen dem Leben mit mehr innerer Freiheit. All diese Aspekte und Bereiche des Lernens und des Erkennens sind sehr wesentlich und äußerst hilfreich für uns. Letztlich geht es aber um mehr. Die tiefe Bedeutung der Dharma-Praxis ist viel radikalerer Natur. Was ist das? Ist radikaler Natur. Letztlich geht es eben darum, das eigentliche Wesen des Seins selber zu erkennen. Nicht nur die Wirkungsweisen seiner mannigfachen Erscheinungsformen, sondern seine wahre Natur, sein eigentliches Wesen, seine allgemeinen Charakteristiken. Es ist in diesem Bereich, wo die schwerwiegendste Täuschung unserer Wahrnehmung stattfindet. Und es ist in diesem Bereich, wo Erkenntnis nötig ist und wo sie auch wirklich befreit. Die relevanten Eigenschaften allen erschaffenen Seins sind, wie wir das bereits gesehen haben, Wandel und Vergänglichkeit, Anicca, Unerfüllbarkeit, Dukkha. Ich versuche jedes Mal ein anderes Wort für diesen Begriff.
Und Leerheit von Selbstexistenz, Anatta oder Shunyata. Wenn wir durch achtsames Gewahrsein erkennen, dass die sogenannte Wirklichkeit, was wir erleben und aus unserer Welt und uns sehen, sich von Moment zu Moment aus den 18 Aspekten der Wahrnehmung zusammensetzt und gleich wieder zerfällt, erfahren wir die dynamische, vergängliche Natur des Seins. Wo immer wir hinschauen, ist dann egal, was unsere Erfahrung ist. Ob es eine angenehme ist, eine unangenehme, eine schöne, eine erwünschte, eine unerwünschte, ist egal. Das sehen wir in jedem Aspekt erscheinender, erschaffener Wirklichkeit. Haften und Festhalten ist in diesem Licht offensichtlich absurd und leidvoll. Und dann werden wir loslassen, werden wir öfters loslassen, werden wir schneller loslassen und werden mitfließen, anstatt festhalten. Wenn wir durch achtsames Gewahrsein erkennen, dass jede Erfahrung dieses Seins auch wieder vergehen wird, erfahren wir auch die unbefriedigende Natur des Seins, Dukkha. Und es wird klar, dass unsere endlose Suche nach bleibender Befriedigung, nach echter Erfüllung, innerhalb vergänglicher Dinge, innerhalb vergänglicher Zustände oder Gefühle oder Geisteszustände oder Wesen oder Menschen aussichtslos bleiben muss, weil alles, was zusammenkommt, sich wandelt und vergeht. Es kann nichts Erschaffenes geben, innerlich und äußerlich, das endgültig hinhält. In dem Maß, wie wir das direkt erfahren und sehen, wenden wir uns vom endlosen Erreichen wollen und werden ab zum direkten, einfachen, unmittelbaren Sein. Wir beginnen uns niederzulassen im Nicht-Festhaltbaren, im Nicht-Behaltbaren. Wenn wir durch achtsames Gewahrsein erkennen, dass außer dem Tanz, der Symphonie vielleicht oder manchmal auch der Kakophonie, der 18 Elemente der Wahrnehmung nicht noch ein Ich, ein Selbst, eine Essenz da ist in uns oder irgendwo anders, die festhaltbar wäre, die unverändert bleibt, dann erfahren wir die Nicht-Selbstexistenz allen Seins, Anatta oder Shunyata. Es wird klar, dass bleibende Erfüllung, dauernder Friede niemals im Erschaffenen oder im Erscheinenden gefunden werden kann. Und wir beginnen uns dem Nicht-Fassbaren, dem Unerschaffenen anzuvertrauen. Anstatt viel mehr darüber zu sagen, möchte ich eine Belehrung von Dingo Khyentse Rinpoche lesen. Khyentse Rinpoche war einer der großen Lehrer der tibetischen Tradition des Dzogchen und auch der Rigme-Bewegung. Lehrer des Dalai Lamas und anderer spiritueller Lichter unserer Zeit, ist er vor etwa 6-7 Jahren verstorben. Ich möchte dieses längere Zitat abschließend lesen. Es ist unser eigener Geist, der uns auf den Irrweg des Daseinskreislaufs führt. Blind für die wahre Natur des Geistes halten wir an unseren Gedanken und Gefühlen und Erfahrungen fest, die nichts als die Manifestationen dieser wahren Natur sind. Dadurch friert das Gewahrsein zu starren Vorstellungen ein, wie ich, die anderen, begehrenswert, abstoßend und vieles mehr. Auf diese Weise erschaffen wir Samsara. Wenn wir aber anstatt unsere Gedanken und Gefühle und Erfahrungen zu verfestigen, ihre Leerheit erkennen, wird durch jeden Gedanken, jede Erfahrung, die im Geist auftaucht und vergeht, die Verwirklichung der Leerheit klarer. Im Winter lässt die Kälte Seen und Flüsse zu Eis erstarren. Das Wasser wird so fest, dass es Menschen und Tiere tragen kann. Das Nahen des Frühlings wärmt Erde und Wasser und taut sie auf. Was bleibt von der Härte des Eises? Wasser ist weich und flüssig. Eis ist hart und scharf. Wir können nicht sagen, beides sei identisch. Wir können aber auch nicht sagen, es sei verschieden, denn das Eis ist verfestigtes Wasser
und das Wasser geschmolzenes Eis. Das Gleiche gilt für unsere Wahrnehmung der Welt. Der Glaube an eine Realität der Phänomene, das Zerrissensein zwischen Attraktion und Aversion, von Gewinn und Verlust, Ruhm und Bedeutungslosigkeit, Lob und Kritik, dies alles führt zu einer Erstarrung unseres Geistes. Wir müssen also das Eis unserer Begriffe zum Wasser der inneren Freiheit auftauen lassen. Wir müssen also das Eis unserer Begriffe zum Wasser der inneren Freiheit auftauen lassen. Alle Phänomene des Samsara und Nirvana, des Seins, treten nach Art eines Regenbogens in Erscheinung, und wie ein Regenbogen sind sie ohne greifbare, fassbare Existenz. Wenn du einmal die wahre Natur der Wirklichkeit erkannt hast, die leer ist und gleichzeitig als Welt der Erscheinungen auftritt, wird dein Geist nicht mehr unter der Herrschaft der Täuschung verharren. Wenn du deinen Gedanken die Freiheit lässt, sich beim Aufsteigen aufzulösen, werden sie deinen Geist durchqueren, wie Vögel den Himmel, ohne Spuren zu hinterlassen. Bewahre diesen Zustand der Einfachheit. Wenn du Glück, Erfolg, Wohlstand und andere günstige Bedingungen erlebst, betrachte sie als Traum und Illusion. Hänge dich nicht daran. Wenn du mit Krankheit geschlagen bist, mit Verleumdung, Armut und Verlust, lass dich dadurch nicht entmutigen. Verstärke dein Mitgefühl und wünsche dir, dass durch dein Leiden das aller anderen Wesen getilgt wird. Was immer auch eintritt, verfalle nicht in Übermut oder Depression. Bleibe frei, unbekümmert und unbeschwert und in durch nichts zu erschütternder, liebevoller Gelassenheit.